Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Schönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Schauen wir, was der Tag so bringt. Was kriegen wir für Infos? Was darf ich weitergeben für das Kollektiv? Das Außen ist sehr wichtig. Eine Veränderung, die durch Außen kommt, das kann alleine schon in der Wahrnehmung sein. Ne? Wie sieht man die Welt? Wie sieht die Welt uns? Wo darf man sich mehr zeigen? Wo hat man auch etwas nicht in der Hand? Ne? Wir können das Außen nicht kontrollieren. Ja, es geht irgendwie um den Lebenskonflikt, ne? Um etwas, was mehr Wachstum braucht, um etwas, was eine stabilere Grundlage braucht, um etwas, wo man sein Leben auch dem anpasst, wo es die Vitalität erfordert. Kann ja auch ein Konflikt sein, dass man zum Beispiel, wie soll ich es nennen, das Leben nicht in der Hand hat völlig, ne? Dass man immer wieder Schnitte machen muss oder dass etwas nicht langfristig gedeiht. Hier kommt Bewegung rein in etwas, was lange stagniert hat. Hier wird ein langes Hindernis aufgelöst. Das ist keine Bewegung, die wir selbst vornehmen, die wird uns vom Außen präsentiert. Aber es geht um uns, um unseren Halt, um unsere Stabilität, um die Themen, an denen wir schon gearbeitet haben. Wir dürfen hier auch etwas Erarbeitetes mal zurücklassen und wieder nach vorne blicken. Sehr spannend. Ich nehme mal noch die Intuitionskarten von Martin Zoller hinzu. Ich sage euch gleich mehr. Hier haben wir als erste Karte die Nähe bekommen und es geht ja hier um das Außen und uns, vielleicht auch um unsere Außenwirkung und die Karte sagt einfach, dass es Menschen gibt, die uns brauchen, die uns fordern. Es kann aber auch sein, dass wir uns im Moment nicht dazu in der Lage fühlen, so große Unterstützer zu sein, sondern dass eher der Moment gekommen ist, wo man sich so mit sich selbst beschäftigt, mit seinen eigenen Dingen. Wie viel Nähe kann ich zulassen? Wofür brauche ich meine eigene Kraft? Sowas alles. Dann haben wir hier das Tor der Veränderung.
Die Karte sagt uns eigentlich, dass wir mal eine ganz neue Richtung einschlagen sollen, dass wir eine alte Haut ablegen dürfen, dass wir uns häuten, dass wir Zeit haben, um zu spüren, welche Veränderungen wie angegangen werden. Möglicherweise darf man sich das auch mal aufschreiben und dann auch die Wege suchen, die gegangen werden dürfen und sie dann auch gehen. Also das Umsetzen der Sachen ist hier ganz wichtig, wenn sie sich bieten. Dann enden wir hier in der Auszeit. Hier ist es auch wieder so, ne, dass man im Prinzip auf einem freien Gelände steht, nur mit sich selbst ist, wo Ruhe ist, wo niemand auf uns einredet oder versucht, uns von irgendetwas zu überzeugen. Das Spüren ist hier sehr wichtig, ne? Und die Karte sagt einfach auch, dass man uns eine Auszeit gönnen will, dass es wichtig ist, aufzutanken und dass es auch gut ist, wenn man wieder mit gefüllten Batterien weitergeht. Hier lassen wir die Arbeit ein bisschen hinter uns. Möglicherweise sind hier viele Prozesse, die wir nicht richtig angegangen haben. Wir haben das Schicksal und die Trauer. Das ist das Außen, das wir nicht kontrollieren können, das uns manchmal schneidet, das einschneidende Erlebnisse bringt. Und ja, hier muss man vielleicht auch was verdauen, verarbeiten, Verluste betrauern und das Schicksal so annehmen, wie es ist. Wir können es ja nicht ändern. Trauern ist ein normaler Prozess. Wenn ich jetzt selber so gucke, was mir passiert ist, auch zum Beispiel mit dem Verlust meiner Freundinnen, dann habe ich bei mir festgestellt, dass ich mir zwar die Zeit nehme zu trauern, aber sie auch ganz gern mal verdränge, weil es einfach schwere Kost ist. Das ist so ein Weg, würde ich sagen, wo man sich die Zeit nehmen darf, selber wieder zu genesen. Auch verarbeiten ist hier wichtig. Da sind vielleicht irgendwelche Prozesse noch nicht ganz abgeschlossen. Und es kann ja auch gemeint sein, ne, dass es eventuell Gleichgesinnte gibt und dass diese aufeinander zugehen können und sich hier einen fruchtbaren Austausch irgendwie geben können. Ja, tut sich vielleicht im Beruflichen etwas. Das spirituelle Wachstum ist groß. Wir haben ja den Beruf oder das, was wir uns erarbeiten, mit dran und es hängt uns irgendwie vielleicht auch im Rücken. Es wiegt etwas, man hat viel zu tun, man schottet sich vielleicht auch ab, aber mit der Auszeit sehe ich irgendwie auch, dass wir uns reduzieren können, dass wir mehr Zeit für uns haben, dass wir das auch selber erkennen. Hier liegt die Veränderung, die in Gang kommt, ne? Eine Zeit, wo wir auch sehr wachsen wieder an uns, vielleicht auch resilienter sind. Und jetzt wünsche ich euch hiermit einen schönen Tag. Ich drücke euch und bis morgen.